Bock auf dreierlei vom Flammkuchen? Egal ob süß oder herzhaft, da ist bestimmt auch was für dich dabei. Oh ja, schau dir das Video an. Unbedingt. Tag zusammen. Hallo. Wir machen heute mal ganz klassisch einen Flammkuchen und auch wiederum ganz unklassisch. Also wir machen dreierlei vom Flammkuchen und wir heißen, ja, ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Teig an, das mal. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Kommen wir mal zu den Zutaten. Das ist einmal Weizenmehl, also ganz normales 550er, kannst auch 405er holen. Also 550er holt ein bisschen mehr Feuchtigkeit auf, ist ein bisschen stabiler zum Backen. Also ist eigentlich eine bessere Variante. Dann haben wir hier Wasser, also nichts Besonderes, kaltes, klares Wasser. Du kannst auch Evian-Wasser holen. Kannst du machen, was du Dann bleibst willst. du auf der französischen Also, Seite. kannst du machen, wie du Geld hast, aber Wasser halt. Dann hier Olivenöl, Salz, that's it. Also das ist jetzt nichts Besonderes. Und ja, ich würde sagen, den rühren wir gerade mal schnell an. Und dann ist sowieso Wartezeit, oder? Richtig. Wir werden den ungefähr eine halbe Stunde gehen lassen. Oder ziehen lassen, nicht gehen lassen, weil ich sag mal, so viel gehen ist das nicht. Das macht man eigentlich nur, damit der ganze Teig ein bisschen entspannen kann. Und also du näher besser dehnen kannst. Was du machen kannst, wenn du das vorbereiten willst, du kannst so einen Teig auch wirklich einen Tag vorher machen und stellst ihn dann in den Kühlschrank und lässt ihn dann länger vor sich hinruhen. Geht bis 48 Stunden, ist überhaupt kein Thema. Dann wird der eigentlich geschmacklich noch ein bisschen besser. Und der Vorteil ist, naja, du kannst ihn wirklich noch ein bisschen besser ziehen, ohne dass der zurückgeht. Wir haben heute keine Zeit, wie man heute eine halbe Stunde, das ist das Minimum, die brauchst du auf jeden Fall. Und das werden wir jetzt tun. So, abgemessen ist schon alles. Genaue Menge wie immer auf unserer Homepage, ne? Ja, genau, bei www.ungers-kitchen.de. So schaut's aus. So, Öl noch hier rein. Machst du wundervoll. Ja, und viel Liebe. Man könnte das Öl aber jetzt auch wirklich weglassen, ne? Gibt es auch, kann man auch machen, aber das Öl gibt so ein bisschen mehr Geschmack, wenn du gutes Und Olivenöl hast. Elastizität. Auch und nachher ein bisschen mehr Bräune auch. Okay, Also das wird nachher ein bisschen schöner. schauen wir mal. Und einen guten Schlag Salz. Wenn du jetzt da einen Richtwert für Salz haben willst, dann willst du vorher abwiegen, würde ich empfehlen, so zwischen 13 und 15 Gramm. Alle brauchst du ein bisschen Geschmack. Und bei den Franzosen heißt das Ganze natürlich nicht so plump Flammkuchen, sondern Tarte so richtig, Flambé oder ja, Tarte Flambé. Und dann am besten noch die Variante mit Käse Gratiné. Jetzt kannst du mal die Kost halten. Ich mache jetzt die Maschine an. Jetzt einfach nur gut durchkneten. Der Rest mal weg. Bloß nichts verschwenden. Ja. So. So, Teig fertig. Der ist gute 10 Minuten oder dreht, ne? Ja. So, jetzt kommen wir hier raus. Das hat schon wunderbar gelöst hier. Also einmal frei. So. Jetzt einfach nur gerade in sich ein bisschen durchkneten. Aber der ist schön geworden, der ist gut geworden, der fühlt sich gut an. So, wunderbar. Jetzt kommen wir wieder zurück hier in unseren Topf. Jetzt kommt da ein Tuch drüber. Und dann warten wir eine halbe Stunde, dann geht es weiter. Dann bis gleich. Bis gleich. Jo, die halbe Stunde ist jetzt rum. Und da sind wir wieder. Richtig. Unser Teig, der hat jetzt genug Zeit gehabt zum Ruhen. Im Hintergrund wird bestimmt gerade der Buckel warm, weil unser Cloven Raptor 2 ist hier gerade am Aufheizen, weil wir machen die ganze Sache heute im Pizzaofen. Natürlich kannst du das zu Hause auch im Backofen machen, am Grill. Wichtig ist, du brauchst eine hohe Temperatur, damit auch ein paar dunkle, braune, schöne Spitzen gibt. Also den Ofen so heiß wie möglich. Wir haben natürlich den Luxus, hier einen ganz tollen Pizzaofen zu haben. Der macht mal locker 400 Grad. Und wie heißt es, die wollen wir auch heute haben, weil ich sag mal, wenn man die Ursprungsgeschichte von so einem Flammkuchen kennt, dann weiß man, der wurde früher eigentlich erfunden irgendwann, um zu testen, ob der Brotbackofen oder der richtige Ofen vom Bäcker heiß genug ist. Das heißt, die haben die Dinger vor dem Back, also die Öfen aufgeheizt, ihren belegten Fladen da reingeworfen, mit allen Resten, die irgendwie gerade da waren. Und wie heißt es, wenn der goldbraun rauskam, war der Ofen bereit für Brot.
kam er schwarz raus, haben sie Pech gehabt und war er noch zu hell, dann war der Ofen noch nicht heiß genug. Also ganz simpel, ganz easy, aber auch sehr lecker. Wie gesagt, wir haben heute einen Pizzaofen und ich würde sagen, wir kommen mal zu den Zutaten. Es ist überschaubar. Ja, also hier hinten haben wir für unseren mittleren, also nachher einen geräucherten Lachs, Lauchzwiebeln. Wie heißt es dann für den ersten, den klassischen, haben wir hier ein paar wunderschöne Schinkenwürfel. Dann, wie heißt es, rote Zwiebeln, ein bisschen Käse, das hier in dem Fall ein Emmentaler, ne? Ja, Riebener? das ist die Gratiné. Die Gratinee-Variante. Dann haben wir jetzt hier 2 Schüsselchen mit Crème Fraiche. Hat den Hintergedanken, wir machen einmal 2 herzhafte. Da wird die Crème Fraiche noch ein bisschen anders gewürzt. Und wir heißen, Und mit Schmand vermischt. richtig. Und bei der Nachtischvariante, die wir gleich machen werden, da kommen natürlich jetzt andere Gewürze rein, weil das ist nicht so lecker dann. Jo, dann noch eine Zitrone, da brauchen wir den Abrieb für den Lachs. Ein Ja, bisschen Muskatnuss. richtig. Dann ein Äppelchen für die Nachtischvariante. Hier ein bisschen Zimt, Zucker. Ja, und ein bisschen Schmand, ne, zum Mischen. Da habe ich sogar eben noch ein bisschen Tonkabohne reingemixt. Wir mögen das. Ja, Es so wird lecker. jedem sein Ding. Deswegen Zimt, Zucker, bist du immer auf der sicheren Seite. Oh ja. Und wie immer, klar, Salz und Pfeffer. Ja, ich würde sagen, wir räumen den Bums mal beiseite und dann gehen wir mal zu unserem ersten Flammekuchen. Ja, ich hoffe doch. Ja. Fangen wir erstmal an mit unserem Grundaufstrich, sage ich mal. Jetzt haben wir hier Schmand und hier Crème Fraiche. Die werden erstmal zusammen vermischt. So. Daran kommt jetzt Salz und Pfeffer. Und ein bisschen von der frisch geriebenen Muskatnuss. Und dann alles schön vermengen. Jetzt haben wir hier unsere Creme. So, die können wir mal an die Seite stellen. Machen hier mal ein bisschen Platz. Jo, dann haben wir hier unseren Teig. Die Arbeitsfläche ist selbstverständlich nach bestem Wissen und Gewissen sauber gemacht. Gehe ich aber von aus, Jesse. Jetzt brauche ich einen Teigspatel, komm wieder. So, jetzt teilen wir unseren Teig in 3 gleich große Teile. Ich mache jetzt einfach daraus eine Wurst. Probiere einigermaßen den Teig zu dritteln. Das passt schon ganz gut. Die legen wir beiseite. Jetzt haben wir hier eine wunderbare Teigkugel. Und die tun wir jetzt einfach nur relativ platt drücken. Und nicht wie beim Pizzateig. Also hier kann man jetzt wirklich Nudelholz holen. Macht einem die ganze Sache gut einfacher. Und du siehst, er zieht sich auch relativ wenig zurück. Und den können wir jetzt schön ausrollen. Und versuchen, ihn einigermaßen rund zu kriegen. Och, das ist ja eigentlich Hupe, ne? Ja, aber sieht schön aus. Ja, aber bei den Franzosen sehe ich auch ganz oft, dass der so ein bisschen in die Länge gezogen ist, so oval. Ja, können sie ja. Haben wir auch schon gemacht. Wir haben auch schon so Schiffchen gemacht, ne? Ja, Ich versuche mal mein Glück hier. Kann mal dauern. Schon lange kein Flammkuchen mehr gemacht. So. Aber der Teig ist schön. Lässt sich gut formen, das passt schon. Bisschen Form geben der ganzen Sache. So. Sehen wir. Wenn du jetzt das Ganze ein bisschen besser formen willst, oder ein bisschen nicht besser formen, sondern weißt, besser handeln willst, weil gleich müssen wir irgendwie von hier auch in unseren Ofen reinkriegen. Einfach zur Seite legen gerade. Holst entweder Mehl oder wir holen jetzt ein bisschen Hartweizengrieß, so italienisches Simula, weil einfach ein bisschen hitzebeständiger ist und das nicht schnell im Ofen verbrennt. Zu Hause im Haushaltsofen kannst du auch gerne, wie heißt es, Mehl holen. Das ist halb so schlimm. So. Vorteil an einem Simula ist das ganz original, klar. Also Himmels Willen.
Das heißt, der ganze Krempel wird noch ein bisschen knuspriger. Was du zu Hause machen kannst, wenn du jetzt im Backofen machst, dann kannst du den einmal gleich vorbacken. Dann wird dann auch ein bisschen knuspriger, wenn du nicht gerade die Hitze erreichst. Kleiner Trick. Ja. Wie viel Grad hat denn gleich der Pizzaofen, wenn wir Ich das messe es gleich mal. Aber da wirst du um die 400 Grad haben. Das ist nicht auf ganz hoher Stufe, weil ich erstmal wieder ein bisschen rantasten muss. So, oh, sieht gut aus. Ja. Ist es nicht gerade so schön geworden, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ist okay. Jo. Und jetzt machen wir erst unsere klassische Variante. Das heißt, hier kommt jetzt ein guter Schlag von unserem Crème Fraiche Schmanti-Misch drauf. Man sieht auch, warum so ein Gummiding hier dafür ganz praktisch ist. Und sich viel schöner verteilen. Kann ruhig ein guter Schlag drauf. Ist ja auch Geschmack. Jetzt bei der Variante machen wir ein bisschen unseren Käse drauf. Ist im Original, ganz original, nicht drin. Ne? Nein, aber das hier ist die Gratiné-Variante. Und die gibt es in Frankreich genauso. Dann unsere Zwiebelkes. Käse macht doch alles besser, oder? Ja, Zwiebeln. Passt auch nicht bei allem, Nee, aber bei Speck und bei Zwiebeln auf jeden Fall. ja, bei dem Fisch macht das kein Käse dabei, ne? Nein. Dann kann ich hier den Rest noch verwerten. Ja, haut drauf. Und jetzt hier drauf noch ein guter Schlag von unseren Schinkenwürfeln. Ja, perfekt. So, hier unser Holzschieber. Machen wir hier ein bisschen Semula drauf. Und hoffe, dass ich die ganze Sache ja mit drauf bekomme. Na. Mal ein bisschen mit Trick arbeiten hier. Ah, guck mal, geht doch. Und guck mal, jetzt hast du doch einen länglichen bekommen. Perfekt. Ey, jetzt hast du ihn durch Zufall wirklich richtig professionell in die Länge gezogen. Und der kommt jetzt so in unseren Ofen. So. Dann schauen wir mal. Dürfte jetzt eigentlich relativ flugs gehen. Also für den Geruch bekommst du schon mal eine 1 mit Sternchen. Ja. Und so schnell geht Flammkuchen. Mega, mega hübsch. So, die kann man mal beiseite tun. Ich gehe gerade mal rein ein Gitter holen. So, Jetzt erzähl kurz, wieso ein Gitter? wenn ich das jetzt auf ein Gitter lege, bleibt der schön unten drunter kross. Und so kann ich den wunderbar zur Seite legen hier. Oh, das ist aber gefährlich in der Nähe von mir. Na gut, das ist deine Sache. So, jetzt machen wir unseren nächsten. Ne? Ja. Ich probiere jetzt ein bisschen mehr Form hinzukriegen, wobei meine Frau war ja eben zufrieden. Deswegen Happy Wife, Happy Life. Ne? Absolut. Das hilft wirklich, wenn man erst ein bisschen ohne Mehl unten drunter arbeitet und ohne Semula, da kannst du dann schöner formen. Und er sieht so gut aus. So extrem gut. Ja, dafür, dass da keine Hefe drin ist, ne? Wie bei einer Pizza oder so, ist der sogar ein bisschen Ja. aufgegangen. Ich weiß sowieso nicht genau, was ich besser finde.
Ich glaube, das ist situations- und tagesformabhängig. Ob ich Pizza bevorzuge oder Flammkuchen. Ja, hat beides seine leckeren Seite. Der Ja. Flammkuchen ist halt wirklich wesentlich grosser, ne? Ja, Und auch schneller zu machen, weil du nicht weniger Gehzeit hast. ja. Und als kleiner Beilagentipp für die Elsässer-Variante hier, holt euch da einen frischen Feldsalat, Oh ja. bisschen Essig und Öl oder ein Kartoffeldressing und dann Auch geht das richtig zur Sache. So, soll uns auch reichen. Ja, jetzt kommt hier drauf auch wieder unsere Schmand-Crème-Fraiche-Mischung. Aber gleich ohne den Käse, ne? Richtig. Na gut, haben wir auch keinen mehr. Nö. Aber würde jetzt auch nicht so 100% zu dem Lachs passen. Nö. Dafür kommt aber gleich Zitronenabrieb drauf. Richtig. Das Schöne am Flammkuchen ist aber auch, du kannst ihn auch kalt essen, wenn der richtig schön kross ist. Außer er wird lätschig. Dann ist es nicht mehr so geil. Aber das passiert ja mit dem Gitter nicht wirklich. Eigentlich nicht. So, soll uns reichen. Ich mache jetzt hier extra ein bisschen mehr drauf, weil auch kein Käse und nichts drauf ist. So. Jetzt kommt da drauf. Kommt also drauf jetzt? Nix. Nix. Ne, die Zitrone kommt nachher. Obwohl, die kann man eigentlich so ein bisschen drauf machen, oder? Wenn du möchtest, kannst Ja. du die auch jetzt schon draufhauen. Also ganz ehrlich. Einfach ein bisschen von dem Abrieb. Zitronenliebhaber können sich da auch ganze Zitronenfilets Ja. drauflegen und dann mit ein kleinem bisschen Zucker gratinieren. Auch eine gute Idee. Ja, haben wir doch auch schon in der Pizza-Variante gegessen und das war sensationell. Ja. Da brauchst du aber auch eine richtig gute, vernünftige Zitrone. Ja, damals war, glaube ich, so eine Amalfi, ne? Ja. So, wieder unser Pizzaschieber. Da drauf wieder ein bisschen Semola. Das macht die ganze Sache ein bisschen einfacher. So. Jetzt, wo ich weiß, dass länger okay ist es einfacher für mich. Ja, das hast du doch jetzt drauf, du. Und ab in den Ofen. Oh, das war ein bisschen weit. Ist ein bisschen weit durchgeschossen. Meinst du, die kommt nochmal zurück? Ich hoffe. Ach ja. Ja, ich bin ein bisschen hinten durchgeschossen. Pass. So. Probiere ich die mal zu drehen. Ja gut, aber in diesem Riesengerät kann ja auch schon mal was verschollen gehen, ne? Ja, Weil da passen ja auch 2 30er Pizzen hintereinander rein, ne? richtig. So, das war es schon. Ah, guck mal hier. Ulala. Direkt so ein Gitter dabei. Dunklen Bläschen. Und das ist halt wirklich das Geile, wenn du so einen heißen Ofen hast. Ja, das kriegst du halt im Backofen Ja. schwierig hin, ne? Ja. Und jetzt kommt hier drauf wirklich unser Lachs. Ups, einfach ein bisschen viel auf der Ecke. Noch ein bisschen Sirup hier. Ja, der ist ganz, ganz frisch. Deswegen geht der auch so butterweich auseinander. Herrlich. Da freue ich mich am meisten drauf, die Variante hier, ne? Ach nee, ich kann mich eigentlich noch gar nicht so richtig entscheiden. So. Warte, ich kenne ja meine Frau, das muss ja schön gleichmäßig aussehen, ne? Ja, ein bisschen. Aber das machst du ja mal sehr schön. Jo, jahrelange Erfahrung. So, jetzt oben drauf was Grünes, unsere schönen Frühlingszwiebel. Ja, der bisschen Knack. Ja. Und ein bisschen Frische auch, ne? Und Gegenpol auch. Ja gut, die Frische, die kommt jetzt gleich durch Die die... Zitrone, Zitrone. ist klar, aber Und da müsst ihr wie immer drauf achten, bei Zitronenabrieb auf jeden Fall eine Bio-Zitrone. Oh ja. Am besten in der Demeter-Variante. Ja. Weil dann braucht ihr keine Not zu haben, dass da irgendwas in der Schale drin ist, was nicht in euren Magen gehört. richtig. Und dann wirklich nur versuchen, das Gelbe. Und nichts von dem Weißen. Und das Weiße wird nämlich bitter. Und nicht weg, also weglassen würde ich es nicht, weil da gibt wirklich den schönen Kick dabei. Ist ein bisschen frisch und das passt wunderbar zu dem Fisch. Herrlich. Ja, stelle ich auch hier hin.
Und das ist unsere zweite Variante. Richtig. Mit Lachs, Zitrone und Lauchzwiebeln. Gerade ein bisschen Klarschiff machen hier. Oh, und hier ist wieder die Else. Und hier ist die Lachs. Jetzt muss ich mal gerade ein bisschen aufräumen. Und jetzt kommt der Nachtisch. Sehr schön, da sind wir der Klarschiff hier, ne? Ja. So, weil ich muss ja gerade den Apfel vorbereiten. Ganz vergessen. So, hier haben wir auch jetzt einen guten Apfel. Da versuche ich jetzt mal ganz elegant den Kern rauszuholen. Aber der ist ja wirklich bildhübsch, ne? Ja. Der sieht ja aus wie im Schneewittchenfilm. Hat geklappt. Musst du mir auch in die Kamera zeigen? Ja. So, wunderbar. Und jetzt, damit das gleich nicht gerade so lange dauert, die Reibe relativ fein. Wo sie steht Dings hier? Ah, hier. So, 2 mm. Ausversuchen. Ja, so wollen wir sie haben. So. Soll uns reichen? Ja gut, noch mehr Apfel passt da auch nicht drauf. Denke ich an. Jetzt haben wir jetzt hier wieder Platz. Ja, kommen wir schon zu unserer Nachtischvariante. Wir haben noch eine Kugel. Tipp von mir, haben wir jetzt hier nicht gemacht, immer wieder abdecken. Jetzt haben wir am Rand so ein bisschen, ist ein bisschen ausgetrocknet. Das ist nicht gerade so schön. Ja, das sind ja auch Erfahrungswerte, die man dann bekommt, ne? Ja, normal hat man so eine Pizzaballenbox oder so, die kann man natürlich auch super dafür nutzen. Aber hier, das ist ja auch real life, ne? Ja gut, also da wäre ja gelogen. Haben wir ja nichts von. Nichts, wenn das heißt, mach mal gerade einen Flammkuchen, der sieht immer anders aus. Ja, dann ist es selbst gemacht. Aber so eine ganze Fake-Krempel. Wir sind da momentan ein bisschen angefressen, Ja, weil es wird so viel Mist im Netz gezeigt und erzählt. Wir sind auch keine Köche, wir sind Hobbyköche. Das ist unser Hobby. Wir machen das einfach gerne. Vor allem machen wir das gerne zusammen. Kochen, auch backen. Und dann siehst du im Netz mittlerweile immer mehr KI-Sachen und immer mehr generierte Sachen. Ich will da gar nicht schlecht reden, ja. Aber Sachen, dann merkst du auch bei Facebook oder egal wo, die Leute kochen das nach, die Rezepte, die da hingeschrieben worden sind, und sind enttäuscht. und sind enttäuscht, weil das funktioniert. Weil entweder wird absolut sinnfrei, was da hingeschustert, Hauptsache Klicks, oder eine KI war da dran und die hat doch keine Geschmackssinne. Ja, und das sieht auch komplett anders aus. Ja. Und das enttäuscht viele auch schon und demotiviert. Richtig. Und wir sagen ja auch ganz klar, wir machen Küche für Anfänger, Ja. Küche für normale Familien, für Singles, Feierabendgerichte, auch mal ein bisschen was Aufwendigeres, aber alles Sachen, die jeder machen kann. Vor allem die auch funktionieren. Richtig. Und das, was wir hier machen, seht ihr immer in unserem Thumbnail, seht ihr immer in den Fotos auf unserer Homepage oder auf Instagram. Und daran seht ihr auch, wenn ihr euch an die Rezepte haltet und euch ein bisschen Mühe gibt, dann sieht das bei euch ganz genauso aus Ja. und schmeckt auch so. Wichtig ist ja der Geschmack. Ich sag mal, Aussehen, vollkommen okay, aber es muss schmecken. Ja, aber das Auge ist auch nicht. Ja, natürlich. Und ich weiß noch, wie stolz ich bei meinen ersten Gerichten war, die wirklich schön ausgesehen haben. Natürlich. Aber das macht ja auch, Übung macht den Meister, ne? Ja, Und das muss ja uns gefallen. Am Ende auch dir, klar, weil sonst wirst du das Video gucken. Aber erstmal uns. genau. So, genug gelabert, genug rumgeheult. Jetzt haben wir hier, das ist nur noch Schmand, ne? Das ist nur noch Schmand, weil Schmand einfach ein bisschen besser passt Ja. zu Zimt und Zucker. So, natürlich wieder gesaut, ohne geht das nicht. Ja, da machst du keinen Unterschied, ob drin oder draußen. Wobei wir sind ja jetzt echt froh, dass wir endlich mal wieder ein bisschen schönes Wetter haben. Ja. Ja gut. Heute ist schon ist es echt gut warm. Gut, liegt doch im Pizzaofen, aber es ist wirklich warm. Aber es soll noch wärmer werden. Ja, herzlichen Glückwunsch. So. Mal hier wegmachen. Und jetzt hier schön drauf
unsere Äppelkes. Und es ist wirklich wichtig hierbei, ruhig die Schale dran zu lassen, weil so kriegt der ganze Apfel, wenn man den so dünn hobelt, ein bisschen mehr Stabilität. Muss ich nur ein bisschen beeilen, weil ich will, dass der Teig aufweicht. Weil je länger der hier rumliegt, desto mehr weicht der auf. Und desto schwerer kriegst du den in den Pizzaofen. Oder in einen normalen Ofen, egal wo rein. Kann ruhig relativ dicht belegt sein, weil es ja der pure Geschmack. Ich merke, wir hätten noch einen Flammkuchen machen können mit Äppelkes. Hier ist noch einiges da. Da freuen sich aber gleich Carlos und Pepe. Das war, die lieben Äpfel. Die lieben so ganz Obst und Gemüse, finde ich ganz toll, ne? Pepe liebt alles und Carlos hat dann Futterneid und ist wieder auf einmal. So, jetzt haben wir hier unser Zimtzuckergemisch. Na wirklich schön großzügig. Wir wollen, dass die ganze Sache ein bisschen Geschmack bekommt. So, ne? Ja, Okay. Ich merke an diesem Jaha, da muss noch mehr drauf. na, daran sehe ich, dass du mich schon gut kennst Na gut, nach das- den vielen Jahren. Ich gerade sagen, das wäre schlimm, wenn nicht. So. Das reicht mir aber jetzt. Ich stelle das in den Ofen minimal runter, aber will, dass die Äpfel ein bisschen länger drin sind. Upsa. Da sieht man, dass immer alles klappt. Das ist, was ich eben meinte, wenn er zu lange liegt, wird er weich. Naja, nicht klappen. Da würde ich jetzt andere Dinge drunter verstehen. So. Und den jetzt auch hier rein. Herrlich, wie schnell das geht, ne? Wie der kommt. Wahnsinn. Also auch weil der Stein so schön heiß wird, der ist relativ dick bei dem Kloven. Also da hast du wirklich, da ist ein Pizzaofen, der ist für die Ewigkeit. Das ist komplett aus Edelstahl. Die Steine sind richtig dick, also Ja. wunderbar. Ja, also dieser Ofen ist wirklich eine Herzensempfehlung. Der ein oder andere Arbeitskollege und Bekannte hatten sich auch schon gekauft und ist Yep. hellauf begeistert. So, ein bisschen aufpassen hier. Dabei reden ist gerade nicht so einfach, merke ich gerade. Das sollte man unbedingt tun. Aber das sagst ja nicht. Ja, zum Reden. Ah, guck mal hier. La la. Ich bin ein bisschen stolz mit. So. Herrlich. Aber du hörst schon, wie kross der ist. Und guck mal, der Boden. Moment, ich versuch's einzufangen. Das ist geil. Und das geht halt wirklich nur in einem richtig guten Pizzaofen, wo du wirklich so einen richtig dicken Stein drin hast. Und dann ist wirklich, klar, im Backofen kriegst du das auch hin, aber nicht den Boden und nicht dieses wunderbare Aussehen. Geschmacklich, ja, also jeder schmeckt noch ein bisschen besser. Im Backofen natürlich auch, aber ich würde sagen, wir räumen den ganzen Krempel mal beiseite, machen ein bisschen schön hier und dann werden wir probieren, oder? Jeden. Und ein bisschen Äppelkes essen. äh. So. So, kommen wir mal zu unserem Klassiker. Wunderbar. Und tut man ja eigentlich so der Länge nachschneiden, ne? Genau. Also einmal so durch, dann Länge nach, ja, aber. Ja, und dann, das sind meistens so 6 Stücke. Einmal längs, genau. Und dann noch so 2-mal oder 3-mal quer. Ja. Dann bist du richtig französisch. Franz. Probieren. Ja, guck mal hier. Herrlich, wie der sich anhört. So. Wunderbar. Guck mal. Herrlich. Das ist sogar innen drin luftig. Guck mal hier. Wahnsinn. Das sieht richtig gut aus. Jo. So, den probiere ich das direkt mal, ne? Ja. Guck mal, wie der aussieht. Also das höre ich bis hierhin. Mm. Und der steht da schon ein paar gute Minuten, ne?
ist der lecker. Wahnsinn. So einfach geht Flammkuchen in der Elsässer Art-Variante. So, noch ein bisschen hier rüber. Herrlich. Mal Stückchen für gleich. So. Und dann kommen wir schon zum nächsten. Herrlich. Den jetzt wieder genauso. Einmal in der Mitte durch. Geht ja nichts über Scharfmesser, ne? Also. So. Wieder. Herrlich. Noch ein bisschen hier. So. Der ist auch wieder genauso. Schön, ich darf hier mal probieren. Guck mal. Wahnsinn. Der Boden. Super. Herrlich, ey. Ha. Der ist richtig toll. Die Zitrone dabei, Wahnsinn. So, auch wieder beiseite räumen. Ist ja heute ein richtiges Battle. Was ist besser? Die Franzosen oder die Italiener? Und noch unsere süße Variante. Da bin ich jetzt am meisten gespannt. Was du dazu sagst. Ja. Ich mache es aber genauso wieder. Und wir werden klassisch bleiben hier. Hörst du schon? Toll, dass es wirklich wieder Boden geworden ist. Wahnsinn. Läppisch Marsch, geil. Boah. Ja, und jetzt sag deinen Favoriten. Der Nummer hier. 1, Nummer 2 oder Nummer süß. 3? Süß. Dein Ernst? Tja, ohne Quatsch. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Boah, ist der lecker. Hey, dazu können wir eigentlich gar nicht sagen, ne? Rezept, wie immer auf unserer Homepage. www.ungers-kitchen.de. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Lasst gerne ein Like da, auch gerne ein Abonnement. Ja, und schaut gern bei unseren Freunden vorbei für den Globen Raptor 2. Richtig, Oder ein anderes Gerät. richtig. Aber das ist schon mal Tolles. Die haben auch immer tolle Angebote. Wir haben die unten drunter verlinkt. Gerne mal reinschauen. Das ist wirklich was. Da hat man richtig Spaß mit. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Nachkochen. Ciao. Tschüss.